Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie aus der Serie Unsere Hunde und in dieser sind wir heute gleich doppelt göttlich unterwegs, denn ich präsentiere Ihnen den Bandog Zeus und den Amstaff Apollo. Ja, zwei herrliche Hunde, wie Sie gleich hören werden. Also, bis dann. Christian und Sarah, das sind pure Hundemenschen aus Deutschland. In einem Haus mit dazugehörigen 1000 Quadratmeter Grundstück leben sie aktuell mit 4 Hunden der Kategorie Power Dogs zusammen. Doch um diese 4 geht es heute in diesem Video nicht. Nein, heute geht es um 2 Jungs, welche vor diesen 4 da waren und mittlerweile schon von oben über Christian und Sarah wachen. Um den Bandog Zeus, boom, und den American Staffordshire Terrier Apollo, ebenfalls boom. Ja, Christian, der wuchs mit Hunden auf. Deutscher Schäferhund, deutsche Dogge und Dobermann waren es, welche ihn von klein an begleiteten. Mit Freya, der Dobermann-Hündin, besuchte er die Hundeschule und nahm mit ihrem Gebrauchshundesport teil. Ja, nach der Berufsschule jobbte er nebenbei im Tierheim und sammelte recht viel an Erfahrung mit charakterlich doch etwas schwierigen Hunden. 2007 war es, als er sich Zeus holte. Die Mutter ein Dogo Canario, der Vater ein American Staffordshire Terrier, ein sogenannter Bandog. 2009 zog dann Apollo ein. Apollo war ein Halbbruder von Zeus. Die beiden hatten denselben Vater, allerdings war die Mutter von Apollo ebenfalls ein American Staffordshire Terrier. Doch sehen wir uns zuerst mal Zeus an. Ein Bandog, was nichts anderes bedeutet als Kettenhund. Das ist keine Hunderasse, aber ein bestimmter Hundetyp. Und passen Sie auch auf, auch wenn Berufstatsachen, Verdreher, manche Entstehungsgeschichten nicht schmecken, weil diese nicht in Ihr Weltbild passen. Ich kenne solche Leute, ja. So sind diese dennoch Fakt und so ist das auch beim Bandog, ob es diesen Leuten gefällt oder nicht. Denn dieser Hundetyp wurde zumeist erschaffen, um zu glotzen, nicht zu kleckern. Das ist nun mal so, was ja grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Denn dafür wurde auch der Dobermann erschaffen und hier macht niemand einen Aufstand. Es kommt ja immer auf den Endverbraucher schlussendlich an, also auf den Besitzer, wie der an die Sache herangeht. Ja, die Basis der Elterntiere für einen Bandog stellt normalerweise auf der einen Seite ein Bull Terrier dar, egal welcher der Bull Terrier Rassen, auf der anderen Seite ein Molosser, hier ebenfalls, egal welcher Molosser. Doch gingen auch schon ähnliche Verpaarungen mit Rhodesian Ridgebacks als Bandogs durch. Die klassischen Bandog-Verpaarungen sind zumeist American Pitbull Terrier oder American Staffordshire Terrier als ein Elternteil und Bull Mastiff, Mastino Napolitano, Cane Corso oder Fila Brasileiro als anderer Elternteil. Ja, ich kannte aber auch Bandogs, da war die Mutter eine Staffordshire Bull Terrier Hündin, aufgepasst, und der Vater ein Rottweiler. Ja, das hat funktioniert. Und ich kannte Scott. Von diesem Hund habe ich Ihnen schon in 2 Videos erzählt. In dem Video, wo es speziell über Bandogs geht und in dem Video, wo ich davon spreche, nicht das Feuer schüren bei diesen Hunden. Das war ein Bandog, bei dem der Vater einen American Staffordshire Terrier darstellte und die Mutter einen Bull Mastiff. Bandogs besitzen zumeist gewisse körperliche und geistige Attribute, welche sie besonders interessant für die Rotlichtszene machten. Und in dieser wurden sie auch gerne gehalten. Doch eines möchte ich ganz besonders betonen.
Diese Hunde haben niemals den Begriff "Ich bin ein Striezehund" auf der Brust stehen. Ja. Ein gut geführter Bandog stellt einen absolut liebevollen, ruhigen und fantastischen Familienhund dar. Das möchte ich betonen. Ja. Nun, starten wir durch mit Zeus. Sehen wir uns diesen tollen Hund mal etwas näher an. Danach folgt dann Apollo und zum Schluss noch einige interessante Episoden von beiden gemeinsam. Nun, 2007 wollte Christian einen Welpen aus einem beschlagnahmten Wurf American Staffordshire Terrier zu sich holen. Obwohl er zuvor schon ehrenamtlich im Tierheim arbeitete, ließ ihm diesbezüglich selbiges absolut hängen. Ausgemachte Termine, in welchen das Tierheim die Gegebenheiten rund um Christians Haushalt prüfen wollten, die kamen nicht zustande. Trotz mehrfacher Erinnerungen blendete man ihn diesbezüglich völlig aus oder vertröstete ihn mit Ersatzterminen, welche ebenfalls nicht erfolgten. Nun hat er irgendwann mal die Schnauze voll, denn diese Welpen wurden ja immer älter und deren Prägephase verstrich. Ich kann ihn da gut verstehen. Ja? Da hatte er dann genug und trat vom Ehrenamt im Tierheim zurück. Geben da völlig recht. Ja? Im Internet stieß er auf einen Züchter, der interessante Welpen anbot. Wir haben dann Kontakt aufgenommen, sind dorthin gefahren und als Christian und Sarah dort ankamen, wurden sie sofort überaus freundlich von einem großen, schwarzen American Staffordshire Terrier Rüden namens Balko begrüßt. Das war der Herr Papa. Verzeihung. Vito, Vito. Hey, Vito. Komm her, zum Erli. Erli ist im Fernsehen. Bist brav. Ja, platzig, gell? Brav ist er. Also, von Balko begrüßt dem Herrn Papa. Die Frau Mama, die war noch größer und stellte einen Dogo Canario dar. Gleich darauf begann dann der Kreuzverhör, ausgehend vom Züchter. Und was für einer das war. Und genauso gehört sich das, liebe Zuseher. Hier wurde vom Züchter Info eingeholt über Erfahrung mit energiestarken Hunden von Christian und Sarah, wie und wo die beiden wohnen, wie deren Tagesablauf aussieht, was sie dem Hund zu bieten haben und so weiter. Und der Züchter ließ auch durchklingen, dass die beiden auch gut wieder ohne Welpen nach Hause fahren können, wenn irgendetwas nicht passt. Ich sage nur was, mir persönlich gefällt so etwas sehr, ja, auch wenn es für Sie als Interessent eines Welpen sehr, ja, weiß ich nicht, nervig sein kann. Das hat alles Hand und Fuß, wenn ein Züchter so reagiert oder agiert. Ja, ja, aber da war alles gut bei diesem Gespräch und Christian und Sarah konnten sich ihren Wunschwelpen aussuchen und entschieden sich für Zeus. In diesem Gespräch erfuhren sie außerdem, dass Balko, der Vater der American Staffordshire Terrier, ein aktiver Viehtreiber ist und genossen gleich darauf eine Live-Vorstellung seiner Fähigkeiten. Denn auf der eingezäunten Weide des Züchters konnten sie dabei zusehen, wie Balko innerhalb kürzester Zeit ganze 20 Rinder in die Weidebox trieb. Top Hund, dieser Balko. Ja, also Zeus ging mit den beiden mit nach Hause und wurde von Beginn an mit glasklaren Verstand vernünftig erzogen. Denn Christian war sich bewusst, welch Potenzial dieser Typ Hund innehat. Und sagte sich, du wirst mir nicht nach hinten losgehen. Laut seinen Beschreibungen war Zeus ein absolut gelber Hund. Nicht grün und schon gar nicht rot. Was ich damit meine, wissen Sie natürlich, wenn Sie das Video American Bully XL und Cane Corso gesehen haben. Ja. Ein Bandog mit 62 cm Schulterhöhe und satten 63 Kilo Gewicht mit völlig gesundem Charakterbild. Dieser Hund war ein toller Wächter und Beschützer, aber niemals grundlos aggressiv Fremden gegenüber. Mit dominanten Rüden konnte es zu Schwierigkeiten kommen. Gegenüber Hündinnen benahm er sich wie ein wahrer Gentleman. Völlig normales Sozialverhalten eines selbstbewussten Rüden, meiner Meinung nach. Ich sehe hier nichts Auffälliges.
Und er war ein loyaler, überaus herzlicher Familienhund, der auch mit Kindern sehr gut konnte. Als sanften Riesen beschrieb ihn Christian. Ein gelber Bandog. Ich wiederhole mich. Bravo Zeus, bravo Christian und Sarah. Nun kurz zu Apollo. Wie bei Zeus stellte auch bei ihm der American Staffordshire Terrier Balko den Vater dar. Seine Mutter allerdings war nicht das Dogo Canario Mädchen, sondern ebenfalls eine Enstaff-Dame. Über diese Hunderasse wissen Sie natürlich Bescheid, oder die meisten von Ihnen. Ein Top-Favorit meinerseits. Bull End Terrier, welche von britischen Auswanderern in Richtung USA mitgenommen wurden, entwickelten sich über dem Atlantik zum heutigen American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier. Über beide Hunderassen habe ich schon häufig auf meinem Kanal gesprochen. Erstere besaß ich 14 Jahre lang selbst. Attila. Apollo war ebenfalls ein Herzenshund von Christian und Sarah, aber er bewies die Neigung zur Sachbeschädigung. Dreimal grub er den Hoftorantrieb aus und hauchte diesem zwischen seinen Kiefern das Leben aus. Christian musste sich etwas einfallen lassen, um den Hoftorantrieb vor Apollo und Apollo vor dem Kabel darin zu schützen. Ganz klar, also legte er dieses in eine hohle Eisenstange und rieb diese mit scharfem Senf ein. Eines Tages, an dem Apollo mit verschmitztem Gesicht wieder mal zur Sabotage-Geheimoperation angetreten war, bekam er es mit eben dieser gefinkelten Konstruktion zu tun und ließ dann auch angewidert und für immer davon ab. Apollo hatte 52 cm Schulterhöhe und warf zu seinen austrainiertesten Zeiten etwa 42 Kilo auf die Waage. Er war aber auch schon 48 Kilo schwer. Schauen Sie, Christian hatte nie das Motiv, sich einen Hund zu holen, damit dieser ihn beschützt. Er lebte und lebt auch heute noch eher nach der Einstellung, ich beschütze meinen Hund. Ja? Obwohl er es begrüßt zu wissen, dass seine Hunde die Familie und das Haus beschützen, wenn er in der Nachtschicht ist. Schauen Sie, genau auf diese Basis hat er nicht nur Zeus, sondern auch Apollo erzogen. Und ich meine, das ist eine völlig vernünftige Einstellung, welche auch ich innehabe, möchte ich sagen. Und viele von Ihnen auch. Ja. Apollo war wie Zeus ein hervorragender Wächter, der aber genauso wie sein Halbbruder auch keine Herausforderung von dominanten Rüden ablehnte. So wie Zeus auch war Apollo Hündinnen gegenüber ein Romeo. Er wurde mir außerdem als absoluter Familienclown beschrieben und konnte mit Kindern sogar noch besser als der ebenfalls sehr kinderliebe Zeus. Ja. Beide Hunde zusammen ergaben ein eingespieltes, sich gegenseitig unterstützendes Team. Wenn es an der Tür läutete, kamen sie von zwei Seiten angeschossen und checkten die Lage ab. Ja. Eingeladener Besuch wurde sofort akzeptiert, doch konnten sie auch anders und wussten sehr genau, wann sie wie zu reagieren haben. Ja. Christian gibt zu, dass sie beide an der Leine geführt eine ziemliche Herausforderung darstellten, besonders dann, wenn sie von Rüden angepöbelt wurden. Deswegen waren sie zumeist per Geschirr und Halsband doppelt gesichert. Ja, und obwohl Christian als Leistungssportler zu besten Zeiten austrainierte 93 Kilo wog, kostete es ihm all seine Kraft und Technik, wenn sich die beiden einer hitzigen Herausforderung eines fremden Rüden nicht abgeneigt zeigten. Hören Sie, ich sage Ihnen was. Das sind über 110 Kilo Hund, aufgeteilt auf 2 Leinen. Ich habe mit Christian bezüglich dieses Themas auch ganz kurz geschrieben und ihm meine Meinung dazu preisgegeben. Ich meinte, wenn Zeus und Apollo gleichzeitig und ihn
als Besitzer völlig ausblendend absolut durchgedreht wären, ja, dann wären sie mit ihm bis am Mond abgefahren. Da bin ich mir sicher. Schauen Sie, ich sah einen austrainierten 125 Kilo schweren Kraft-3-Kämpfer, der keine Chance hatte, seinen völlig durchgedrehten 65 Kilo Rottweiler an der Leine kontrollieren zu können. Glauben Sie mir, was ich sage, ja? Bis er sich mit vollem Körpergewicht auf ihn drauf warf und ihn fixierte, bis etwas Ruhe einkehrte. Es ist ein Unterschied zwischen sehr aufgebrachten und völlig durchgedrehten Hunden. Ja? Ich werde immer bezweifeln, dass man 110 Kilo Hund, wenn die völlig durchdrehen, als Einzelperson bändigen kann. Ja, aber er hatte sie in der Hand. Aufgrund von 2 Vorfällen allerdings entschied sich Christian nach einigen Jahren, die beiden Jungs kastrieren zu lassen, mit dem Ziel, etwas Feuer aus deren Territorialverhalten rauszunehmen. Schauen Sie, die Nachbarskinder von Christian und Sarah, die besaßen 3 Frettchen, auf welche nicht wirklich gut aufgepasst wurde. Nun, diese 3 Marder machten eines Tages den Fehler und besuchten das Grundstück von Christian und Sarah. Und das überlebten diese 3 Marder nicht. Zeus und Apollo beanspruchten den Garten für sich. Auch ein Reh überwand einmal die Umzäunung des Grundstücks und musste dann getötet vom Förster abgeholt werden. Ja. Liebe Zuseher, bedenken Sie, unsere Kaltnasen sind sehr territoriale Raubtiere. Und bevor man hierbei Empörung entwickelt bei solchen Geschichten, sollte man sich der Tatsache bewusst sein oder werden, dass mindestens 70% aller Hunde in solcher Umgebung und Situation genauso handeln würden. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Mein Hund Vito ist weder ein Bandog noch ein American Staffordshire Terrier, aber ich garantiere Ihnen, Vito wäre der sichere Tod für ein Reh oder ein Frettchen, das sich in den Garten meiner Eltern verirrt. Auch einer Katze, welche ja draußen maximal stellt, würde ja am Grundstück meiner Eltern mit 100%iger Sicherheit das Leben aushauchen. Also ja, die Kastration führte bei beiden zu etwas entspannterem Territorialverhalten. Pöbelnden Rüden gegenüber änderte sie aber nichts an deren Einstellung. Ja. Also das muss man unbedingt hier auch klarstellen. Untereinander waren die beiden Herz und Seele, und obwohl es sich anhörte, als würden sie sich gegenseitig umbringen, wenn sie miteinander spielten, haben sie sich niemals gegenseitig verletzt. Speziell Bullrassen, wo ja der American Staffordshire Terrier sowieso dazu gehört und natürlich auch der Bandog dazu zählt, die können schon ziemlich, wie soll ich sagen, beeindruckendes, körperbetontes Spiel vorweisen, und auch ich sah das schon oft. Also es sieht häufig viel wilder aus, als es tatsächlich ist. Ja. Leider gehen alle unsere Schnauzen viel zu früh von uns. Apollo wurde 8 Jahre und 9 Monate alt. Christian musste ihn aufgrund von Knochenkrebs erlösen. Und Zeus erreichte ein Alter von 12 Jahren und 7 Monaten. Auch er wies zuletzt Tumore auf. Christian schrieb mir, dass er nach beiden Verlusten wochenlang für nichts zu gebrauchen war, und ich weiß sehr genau, was er damit meint. Nun, liebe Zuseher, Zeus und Apollo. Bandogs, die sind häufig schwere Kost. Schauen Sie, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber dieser gewisse Typ Hund, ein Mix aus Bull Terrier und Molosser, ist oft ausgestattet mit einer sehr mit sehr dynamischen Attributen, wenn ich so sagen kann. Speziell bei diesen Hundetypen blitzen die sehr wehrhaften Vorteile bei der Elterntiere, sowohl der Bull Terrier als auch der Molosser, sehr stark auf. Diese Hunde sind häufig
in der Statur der Molosser vorzufinden, ausgestattet mit der Leistungsfähigkeit, der Geschwindigkeit der Bull Terrier Rassen, auch mit deren Aufgewecktheit, gleichzeitig aber auch mit dem Wach- und Schutztrieb der Molosser. Verstehen Sie? Das ist häufig eine heiße Mixtur, die man aber trotzdem völlig normal erzogen gut durchs Leben bringen kann. Aber ich wiederhole mich. Und wie gesagt, nochmal an alle Tatsachenverdreher, denen gewisse Fakten nicht ihrem Weltbild entsprechen. Fakten sind nun mal Fakten. Und ich hatte zu viel in meinem Leben mit derartigen Hunden zu tun, um nicht aus Erfahrung darüber sprechen zu können. Also ich wage zu behaupten, hier aus Erfahrung sprechen zu können. Ja. Nicht nur Theorie zu verbreiten. Es sind tolle Hunde, doch benötigen speziell diese Mixe ein gewisses Maß an Gefühl und ein gewisses Händchen und zählen für mich ebenfalls zu diesen Hundetypen, wo man nicht das Feuer schüren sollte, da sie sich sonst sehr schnell im tiefroten Bereich bewegen. Doch Zeus war laut Beschreibung von Christian ein absolut gelber Hund. Das sind genau diese Hunde oder diese Charakterfarbe bei Hunden. Sie wissen schon, grün, gelb, rot, sehen Sie sich das Video nochmal an, dann wissen Sie, was ich meine. Das hier jetzt zu erklären, würde das Ganze etwas zu sehr in die Länge ziehen. Diese gelbe Charaktereigenschaft bei Hunden ist diejenige, welche ich versuche immer anzustreben. Ja, und das war Zeus meiner Meinung nach. Denn Christian und Sarah haben seine Erziehung, möchte ich behaupten, hervorragend gemeistert. War ein wunderschöner Hund mit beeindruckenden Ausmaßen, mit 62 cm Schulterhöhe. Ein übermittelgroßer Hund, der schon an der Grenze zu groß kratzt, mit 63 Kilo Gewicht. Ein überdurchschnittliches Kaliber, möchte ich sagen. Ja, typisch Bandog. Viel Substanz, viel Power. Ja. Aber wie gesagt, nochmal ein wunderschöner Hund. Charakterlich toll, optisch toll, à la Bonheur und toll erzogen. Apollo. Ich liebe American Staffordshire Terrier. Die sind in so vielen Dingen für mich persönlich unschlagbar. Und ich sagte schon mal, wären American Staffordshire Terrier häufiger mit natürlichem Wach- und Schutztrieb ausgestattet, wären sie für mich die absolute Nummer 1, von keinem Hund der Welt zu schlagen. Doch wenn man es auf Wach- und Schutzhunde abgesehen hat, wenn man diese Eigenschaft bei Hunden begrüßt, ist man oft nicht immer am besten bedient mit American Staffordshire Terrier, da diese Eigenschaft gerade diesen Bull Terrier blütigen Hunderassen häufig fehlt. Und wenn man aber es darauf abgesehen hat, dann muss man die versuchen zu fördern und da kann vieles schiefgehen. Speziell bei Bull Terrier kann da vieles schiefgehen. Auch diese Hunde kippen dann gern mal in den tiefroten Bereich ein, wobei man hier nur einen gelben Hund erschaffen möchte. Sie verstehen, was ich meine. Doch, Apollo dürfte über natürlichen Wach- und Schutztrieb verfügt haben. Er dürfte auch ähnliche Charakterbasis wie Zeus besessen haben. Eventuell ist das auf denselben Vater zurückzuführen, kann leicht möglich sein. Und so wie Zeus wurde auch Apollo toll erzogen und gehalten. Also ich kann zu beiden nur sagen, toll gemacht, Christian und Sarah, absolut toll gemacht, denn beide Hunde zählen zu Hundetypen, die schon gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Gar keine Frage. Jeder, der das bezweifelt oder verneint, also der hat noch nicht wirklich viel mit derartigen Hunden zu tun gehabt. Ja. Doch, trotzdem habt ihr beide gemeinsam das geschafft, diese Hunde toll durch die Welt zu führen und ich bin mir zu 100% sicher, diese beiden durften ihr Leben bei euch auch in vollen Zügen genießen. Und genau an das solltet ihr beiden, Christian und Sarah, auch immer denken, wenn ihr an diese beiden Carpazunder und diese wunderschönen Hunde zurückdenkt. Ja. Es war mir eine Ehre, die beiden präsentieren zu dürfen und ich schicke euch liebe Grüße nach Deutschland. Ja, liebe Zuseher, das waren Zeus und Apollo. Heute war es ziemlich göttlich. Zwei wunderschöne Hunde, die mir persönlich auch sehr gefallen hätten. Ich hätte auch zu beiden nicht Nein gesagt. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.